Jo Leute, was geht? Freunde, heute geht es mal wieder um das Thema Garten auf Banban und heute werden wir uns mal geheime Orte anschauen, denn ein YouTuber hat sich gedacht, er hat irgendwie dieses Spiel gehackt und kann durch die verschiedenen Wände schauen und mal finden, ob es gewisse Räume gibt, die ihr nicht sehen könnt, also versteckte Räume, die vor euch versteckt sind und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, Freunde, und ihr seht es gerade, Leute, ich habe hier auf jeden Fall was Oranges an und zwar ist das ganz neue Merchandise, Leute, und zwar in dem orangenen Hoodie. Ich liebe persönlich Orange, ist eine meiner Lieblingsfarben zum Tragen. Also Orange ist nicht meine allgemeine Lieblingsfarbe, aber ich würde kein Violett tragen. Also ja, dieses Ding wird es bald im Shop geben, Leute. Also auf idzock.shop könnt ihr gerne abchecken, wenn es verfügbar ist. Ich werde euch dann natürlich Bescheid geben, Leute. Aber ich kann auch schon mal sagen, der wird bald in den Shop kommen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch das Ganze dann natürlich zu Ostern wünschen oder wann auch immer ihr könnt dann entscheiden. Wir schauen uns auf dem Kanal von Horoscoped an und ich würde sagen, wir legen los. Das Ganze ist natürlich auf Englisch. Ich übersetze euch die wichtigsten Sachen aber aufs Deutsche und let's go! Also hier geht's, by the way, Freunde, um den ersten Teil. Nicht vergessen, der zweite Teil, der kam ja vor einer Woche oder so raus. Da gibt es schon auch ein paar Videos, wo es Secrets gibt. Also wenn ihr wollt, dass wir das zu Garten auf Banban 2 machen, also versteckte Orte in Garten auf Banban 2, ein Like da lassen, Leute. Wirklich. Hier auf dem Video, ihr wollt sehen, Like, kein Video, okay? Kindergarten complex, doing various tasks before ultimately coming face to face with a Pilya bird. But what if we broke the game and took a look? Ach du meine Güte. Wie sieht das denn aus? Das ist der Raum, wo Opila Bird auf dich wartet. Behind the scenes. Well, here on Horoscoped, I love breaking all sorts of horror games, so that's what we're doing today. Ich wusste gar nicht, dass Opila Bird Fingerabdrücke hat. So Garten of Banban. As always, I'm going to hit you with a quick summary so we're all on the same page. You start off in this kindergarten area before ultimately finding a remote control and drone to use. We can hit various switches with Fizz, which unlocks doors. We can also break glass as well. We come into this dark room that is a playroom and we must collect a bunch of eggs and put them. Ah, stimmt. Man muss ja erstmal in Opila Bird so ein paar Eier reinlegen und dann wird er wiederbelebt, ne? Into Pilya Bird's mouth. After doing so, we come across this major safety violation of a room, where we must take a ski lift across a bottomless pit. Das ist doch komplett normal, so einen Skilift zu nehmen, um über eine riesen... Das war eigentlich ein Bällebecken. Das war das Bällebecken, was man im zweiten Teil auch als geheime Notiz gesehen hat. Also wird es wahrscheinlich im dritten Teil um Bällebecken gehen. Anyways, we make it over, solve a puzzle, and get chased by the bird-up bird. We make it across a wooden walkway, the bird sadly can't fly, and then we reach an elevator. Jumbo Josh grabs it as we're descending, and we crash, thus ending the chapter. But now let's look behind the scenes of this, because there's a lot to talk about. First off, let's turn the lights up and make everything illuminated so we can see. Also was er jetzt macht, ist entweder er hat die Grafik so eingestellt, dass die Global Illumination, also das globale Licht, immer leuchtet. Es ist wahrscheinlich standardmäßig in dem Spiel auf schwarz gestellt und dann hat er nur Ambient Occlusion oder lokale Belichtung, ne? Also von verschiedenen Lampen und so. Hier hat er halt wirklich komplettes Licht gemacht, das heißt Schatten deaktiviert und auch Lichtdiffusor, glaube ich, auch ausgeschaltet und alles ist dann sichtbar und die Grafik auf maximal nach unten geregelt. Und dann werden wir mal sehen, was in diesen Out of Bounds, also in diesem Out of Playable Area, also außerhalb des spielbaren Bereichs, so an Secrets zu finden sind. Map. So let's check it out. So starting off, right behind us where we actually begin in the game is a floating piece of glass out. Guck mal, ey, da ist einfach so ein fliegendes Stück Glas. Kommt man da überhaupt hin? In the great beyond. So this is a glass that you can break with your drone and beneath it is a LOL. Seht ihr das? Ach, der wird das gleich zeigen. Concrete slab. That's kind of interesting. Now, on the roof of this building is a pile of broken glass that's just sitting up here. There's a lot of other neat things on the roof too, but we're gonna step away from that for a moment to talk about something really, really cool. So you know that room where you get the drone? There's this door in the back that's sealed. Ja, genau. Es gibt ja diese Tür, die man nicht betreten kann, wenn man sich die Drohne abholt. Es gibt ja viele Zimmer in Garten of Banban, die man niemals betreten kann. Aber vielleicht befindet sich ja was dahinter. And it has an electrical symbol next to it. So if we were to somehow open that door and go through it, we would come to the edge of the map. But beyond us, beyond this gap, is something really... Oh, also hinter diesem elektrischen Teil ist eine Lücke, aber hinter dieser Lücke
ist ein Schachbrettmuster. Und das ist immer interessant, weil da werden die ganzen Charaktere getestet, die Animationen, das Level wird aufgrund dieses Schachbrettmusters getestet und gebaut, damit man so die Mechaniken ins Spiel integrieren kann. Und anstatt das auf dem Level zu testen, macht man es lieber auf dem Schachbrett, weil da kann man die Maße abmessen. Profound. There's a huge area out of bounds with checkered flooring. And on this floor, there are 2 pink Opilia birds. But I mention that because there's also a third bird. Wow! Es gibt 2 Opilia Birds in Pink und einen in Blau. Und den blauen könnt ihr auch in Part 2 finden. Als Baby-Version, wo wir den aufsammeln müssen. Ist das vielleicht eine kleine Anspielung? Opilia Bird ist ja normalerweise pink, aber der hier ist blau. Das ist, glaube ich, ein Easter Egg. Well, except this Opilia bird is not pink. It is blue. So I'm not entirely sure if this is a... Und es gab keinen Grund, warum Opilia Bird in diesem Spiel blau sein sollte. Gibt keinen Grund. Es gibt ihn ja nur einmal. Stronger version of this bird or a scrapped version. However, it does not appear in this version of the game, so maybe it'll appear in later versions, or maybe it's scrapped entirely. So we can't walk on this flooring out here, it is solid ground, but if we walk through the blue bird, it does nothing. Same goes for the Opilia bird on the far side, but the one in the middle that is looking at us will trigger a jump scare if we... Oh Gott, Alter, wie gruselig muss das sein, dass man diesen Jumpscare, der wurde einfach nur dahingestellt, um den Jumpscare zu triggern. touch it. There's also a green version of the drone out here too, which is kind of neat. Now, going back over to the main building where the game takes place, underneath the main kindergarten area. Das sind diese Standardwürfel, die haben wir auch in GTA 5. Das sind, glaube ich, wie nennt man das? Ich glaube, das ist irgendwie, um die Szenerie zu fixieren daran. Also wenn ihr irgendwie eine Objektszene habt, dann ist der Würfel der Start und der ist immer unter der Map, damit ihr mit dem Würfel quasi die ganze Szene zum Beispiel bearbeiten könnt. Is a white cube. Now, I'm not sure why this is here, but it's floating down here and there's nothing inside of it. Ich weiß nicht, wie man vielleicht Debug-Würfel, ist das ein Debug-Würfel? Gibt es irgendwelche Programmierer unter euch? However, right next to this, we can find the cassette tape that we later play in the lunchroom. Now, directly above this area is the roof, and we can walk on top of the roof. And the roof has lots of goodies. We will actually find a bunch of key cards, all auf dem Dach gibt's alle verschiedenen Keycards. perfectly lined up on the roof, and we can pick them up one by one. There's also some floating ventilation up here too that was left behind. But picking up those key cards that I mentioned before actually do trigger progress in the game's story. Because Yo! Oha, das ist ja cool. Also das Spiel ist daran getriggert, also welche Maps geladen werden, anhand der Anzahl oder der Farben der Keykarten, die ihr sammelt. Das wird als Checkpoint für das Spiel gesehen und dann fängt das Spiel an, eine neue Map zu laden. Because as soon as we grab that orange key card, the chase scene for the Apilia bird starts. And so I can hear the music going on right now, and so I start running around the building, and on the edge of the building, if I look down, I can actually see Jumbo Josh and where the ending cutscene takes place. So I'm running around, I come to this edge, and I jump down, and now I'm directly above Jumbo Josh. And I know the Apilia bird is coming for me, but I want to see what happens if I jump down behind Josh. Alter, das würde mich auch interessieren. Der Vogel verfolgt ihn gerade und versucht runterzuspringen, wo die Aufzugstelle ist, wo Jumbo Josh einen quasi runterschmeißt. But unfortunately, I die. Now, there is a way around this so we don't die, but we'll come back to Jumbo Josh later. I have a bone to pick with that bird. So, as soon as we respawn, we actually spawn in the Opilia bird scene. This is because picking up those key cards triggered a game save, so that upon loading, it put us where we're supposed to be when picking up the orange key card. However, before the bird can get us, we're going to spawn our character on the roof. And after a set amount of time, the bird begins to chase us, and its pathfinding cannot find us up here because we're not on solid ground that it is on. So the Apilia bird just freezes in place. It begins to flap its wings. Hey, der hat seine Flügel sogar am Flappen. Das ist ja süß. While looking up at us, but nothing can happen. So something interesting is that up here on the roof, above us, floating in the sky, are more Apilia birds. There's 2 of them up here. Also, down below, I kind of found it weird that the Apilia bird has what looks like butterfly wings. It just makes this whole concoction of a creature that much more... Boah, das sind wirklich Schmetterlingsflügel. What? So let's move our character now.
we're gonna put our character in the playground area. And das ist so verstörend zu sehen, wie, sag ich mal, schlecht die Grafik aussieht, wenn man sich diesen Ort einfach mal anschaut. Ich meine, die Texturen sind ja alle geladen. Gut, sie sind jetzt nicht hochauflösend. Aber es sieht halt komplett weird aus. Ne? Du siehst, es fehlen die Schatten, es fehlen die Reflexionen, es fehlt alles. And what happens is the Ophelia bird tries to get to us, but it freezes in place because it cannot access the playground room. This is because there's an invisible block in front of us that prevents the bird from moving past this point. So the bird will always walk to its farthest point on the middle platform, but it isn't capable of going back to where it came from. And the second we press the button, the bird gets warped behind us and jumps, falling down below. But then das sieht so lustig aus, wie der runtergefallen ist. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Moment. Warte. Oh, kann man das richtig sehen? Guck mal, wie der Vogel fällt. Hui! Durch die Wand. But then randomly, it gets pulled through a wall. So I went down there and the bird was gone, but I wanted to slow the game down so I could actually follow what was happening. So when trying this again, I realized the Ophelia bird can turn its head around 180 degrees. Ach du meine Güte, Alter, das sieht ja gruselig aus. It makes its neck look really squished and uncomfortable. And something else interesting is that if we move our character across this giant gap, well, the Ophelia bird will jump onto where it thinks the platform's at, and it'll just sit there floating in the air. It cannot move because there's no solid ground. Now at this point, if I slow the game down and hit the button, you'll see the Ophelia bird warp across the room and jump towards the ledge. Okay, also wenn ihr den Knopf drückt, kommt automatisch die Animation, weil ihr seid ja gezwungen, die Kamera in Richtung des Knopfes zu gucken und da könnte Ophelia Bird euch nicht holen. Ja. Oder ihr könnt unmöglich Ophelia Bird sehen. And miss, but now we can follow this bird down the cliff and see what happens. So as you see, once it makes it down into the darkness that is normally there, it gets pulled off to the side, and apparently it does make it beyond this wall. If we move the camera beyond this wall, we'll see Ophelia bird just sitting here, waiting to be und dieser kleine Vogel, der wird immer noch wiederbelebt, ne? deactivated, and then eventually they unload from the game. A true bird up moment. Let's move on now, though, because there's still a lot of other things hidden out of bounds. Ich meine, Garten of Banban 1 hat ja nicht so eine lange Spielzeit. Das Video ging ja, ich habe glaube ich 25 Minuten aufgenommen mit vielen Fails. Ne? Also das Spiel kannst du normalerweise in 3 Minuten durchspielen. Es ist der andere Teil, den kannst du speedrunnen erst in 40 Minuten. Aber das liegt daran, weil da viele Gesprächsszenen mit dabei sind. Und dieses Quiz mit der Schule, mit Bambelina, das war auch ganz interessant. Also ja, man sieht auf jeden Fall, genauso wie bei Poppy Playtime, vom ersten zum zweiten Part, es ist eine deutliche Leistung in der Spiellänge, also muss man sagen. Ich hoffe, dass die Spiele nicht zu lang werden. Also ich hoffe, Poppy Playtime wird nicht länger als so, wie der zweite Part war. Ich mag das nicht, wenn die Spiele, diese kleinen Minigames so immer länger werden, wenn der erste Part schon so kurz war. So way out of bounds, near the beginning of the map, we can also find a floating purple keycard. And that's not the only one. So if we were to head behind the Ophelia bird that you feed the eggs to, warum sind da so viele Keycards? Ganz weit weg aus der Map. in the playground area, we'll also find a yellow keycard out here. And right next to this keycard is also a door that's just randomly floating out here with a card reader. It makes me Warum ist hier so ein Card Reader? I think this was once a door that you opened with a keycard. Now if we move around to the back of the building, we'll find that wooden walkway that pops out during the bird chase scene. And for some reason, there's also a rotation symbol. Das ist neu. Und das hier ist, glaube ich, eine 1:1 Replik. Nee, warte. Das ist das Teil, was ja reingeschoben wird in die Wand, damit ihr entkommen könnt. Inscribed on the wall out here. I'm not entirely sure why it's here. Maybe this was the original illustration besides the one that is now there for the platforms. But as we move on, there's also this random floating piece of purple geometry out here too. So now we're gonna go back to Jumbo Josh's area to check it out. Now normally all of this is in darkness, but we can see quite a lot with the brightness turned up. So as you can see, Jumbo Josh. Es sieht aus wie PlayStation 2 Grafik. Oder wie Pokémon Legenden Arceus oder Pokémon Karmesin und Purpur.
Jo, so würde das aussehen ungefähr, das Spiel. Is sort of just staring at this pole. And there's actually 2 platforms in total. There's the one that we ride in on, and there's an already crashed one at the bottom of this room. Now, at the bottom of this room, there's also a sealed door with a keycard reader. Moving back up to Josh, we can see that one of his hands is covered in paint as well. It's definitely 100% not Das ist auf jeden Fall Farbe. Ja, eindeutig. Oder Ketchup. something other than paint, right? Now, of course, above all of this is the purple door, which has the classroom area that we see in the original cutscene. But now let's actually mess with Jumbo Josh. So first up, let's get beneath him. So if we were to warp behind the door at the bottom, we'll see that we can walk back here, but there's nothing here. And on the other side of the door, we can utilize the keycard reader as well, but I don't currently have the card. Down below, we can check out the crash platform, and we can look up to see Jumbo Josh. We can't summon a drone here. Da ist Jumbo Josh. Der wartet da einfach entspannt. Jo. In dem einen Video, wo wir reacted haben, wie groß der ist, wie kam dieser Typ da bitte auf die Idee, da 44 Meter oder sowas einzugeben? Der ist doch eindeutig nur 3 Meter groß, maximal. Here, though, which is unfortunate. Now, if we were to land on the platform down here in front of Josh, it will start the cutscene immediately. Okay, ich verstehe, was er meint mit 44 Meter, weil er seine Arme wirklich extrem ausstrecken kann. Vielleicht wurde er so bemessen, das kann dann sein. Jumbo Josh lifts his hand up, which is weirdly distorted, and if we jump around while the platform is shaking, we can actually fall off it and die. But for some reason, doing this allows us to finish the game despite us dying. Trying this again, I jumped onto Jumbo Josh's back and then started the cutscene. And his head immediately turned around. He basically snapped his own neck trying to look at me, and his hand reaches up all stretched out and weird, and we die again from the shake. Third time's the charm though, and we activate the cutscene. Das ist so gruselig, wie wenn die Köpfe von so Charakteren 180 Grad gedreht werden. Once again, but this time from the floor down below. Josh is really struggling to look at us, and then he rips the platform down, and the game comes to a close. So with that, I hope you So endet da der erste Part, enjoyed ja. this quick look at Garchin. Ja, okay. Ey, das war auf jeden Fall damit alles. Wir haben alle Secrets gesehen. Es gab nicht so viel, deswegen, ja, aber doch einiges Interessante, muss man sagen. Habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass da viele... Dieses Schachbrettmuster war schon voll cool, muss ich sagen. Und ja, Leute, wenn ihr das auf jeden Fall zu Part 2 haben wollt, was deutlich länger wahrscheinlich wird und deutlich umfangreicher und viel interessanter, zerstört den Like-Button, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.